Ich bin heute in Frankreich, in Nordfrankreich, in Wissembourg gestartet. Das liegt direkt an der deutschen Grenze in Rheinland-Pfalz oben. Und starte ein größeres Wanderprojekt für mich, was ich die nächsten Jahre wandern will im Prinzip. Und zwar gibt es einen Fernwanderweg, der durch ganz Frankreich geht. Das ist der Hexa-Track. Und zwar verbindet dieser Weg die Fernwanderwege in Frankreich zu einem großen gesamten Fernwanderweg. Der Hexa-Track führt über die Vogesen in den Süden bis zu den Nordalpen, weiter über die Südalpen, dann über die Schluchten und Hochebenen und weiter über die Pyrenäen bis an den Atlantik. Insgesamt legt man ungefähr 3000 Kilometer zurück und überwindet 140.000 Höhenmeter. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die ersten 100 Kilometer zu machen, um später auch mal mehr am Stück zu machen. Aber dafür möchte ich erstmal wissen, wie die Ausrüstung so funktioniert, ob das alles klappt, wie es mit der Wasserversorgung ist unterwegs, mit den Schlafplätzen, mit Hütten, auch so von der Infrastruktur her in den Dörfern. Ja, heute bin ich sehr spät losgegangen. Es ist jetzt schon gleich um 6 abends. Aber ich habe bei der Planung gesehen, dass da nach, ich glaube, 5-6 Kilometern kommt eine richtig schöne Hütte. Und da dachte ich mir, da fahre ich doch einfach den Abend vorher los. Laufe da die 2 Stunden hin und will dann dort übernachten. Mal schauen, ob die frei ist, ob die offen ist, aber ich freue mich drauf. So, jetzt kommt der spannendste Moment, wenn es abends an eine Hütte geht. So, da steht ziemlich viel Zeug drauf. Verstehe ich nicht. Gucken wir einfach mal, ob offen ist. Oh, servus. So, ich bin angekommen. Ich bin jetzt gerade noch mal rausgegangen. Es sind jetzt schon 2 Jungs da. Ist aber kein Problem, ist genug Platz für uns. Ich werde dann jetzt noch was essen. Ich habe mir daheim schnell noch was mitgenommen, was ich im Kühlschrank hatte, weil ich spontan losgefahren bin für die paar Kilometer, die ich heute noch machen wollte. Baue dann auf und ja, zeige dann vielleicht morgen früh auch noch mal was von der Hütte von innen. Aber ansonsten sieht es sehr gut aus. Schön gepflegt, schön sauber. Insofern Glück gehabt. Jackpot für die erste Nacht. Mal schauen, wie es wird. Das ist mein Schlafgemach für heute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Moin Moin, ich habe gerade mal ein Käffchen gekocht. Die Nacht selber war ein bisschen unruhig. Meistens so die erste Nacht draußen, die ist so ein bisschen durchwachsen. Es war auch relativ frisch. Ja, jetzt mal einen Kaffee trinken. Dann habe ich zum Frühstück so ein paar Riegel. Ich hatte da mal irgendwie vor ein paar Monaten einen ganzen Schwung Riegel gekauft. Die sind jetzt alle abgelaufen. Die habe ich jetzt einfach alle mitgenommen jetzt für die nächsten Tage, dass ich die mal essen kann. Ich hoffe, das geht gut. Genau, jetzt hocke ich mich mal noch ein bisschen hin. Guck mal, die Jungs, die schlafen noch. Will ich auch nicht aufwecken, deswegen bleibe ich einfach draußen. Ist eh herrlich, schön frisch. Vögel singen schon herrlich. Im Tal habe ich auch übrigens noch so Nebelschwaden gesehen. Also ist auch noch eine relativ hohe Feuchtigkeit. Als nächstes steige ich dann auch tatsächlich wieder ab ins Tal. Die Tour ist wirklich alles hoch, runter, immer so 200-300 Meter Unterschied. Schönes Profil. Ich bin mal gespannt, was der Tag bringt.
Hier ist eine Hütte vom Vogesen-Club. Hier gibt es auch eine Wasserquelle. Kann man sich Trinkwasser zapfen. Perfekt. Die ersten 8 Kilometer für heute sind gemacht. Es ist gleich Mittag. So die nächsten, ich glaube 10, 15 Kilometer, die verlaufen weitestgehend im Wald. Und ich komme wahrscheinlich an 1, 2 Burgen auch vorbei, also Burgruin. Genau, der Plan für heute ist im Prinzip, es gibt keinen richtigen Plan. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme, wie weit die Füße mitmachen. Natürlich mit Reserve, weil ich will auch die nächsten Tage noch wandern. Und entweder ich finde eine Schutzhütte oder baue mein Zelt irgendwo auf dann heute Abend. Oder vielleicht komme ich auch durch ein Dorf und ich habe Lust, mich einzuquartieren. Mache ich das vielleicht so. Einfach mal schauen. Bin auf alles vorbereitet. Also hier wäre auf jeden Fall auch eine Übernachtungsmöglichkeit. Ein schönes Shelter. Aber das liegt direkt an der Kreuzung. Hier an der Passstraße, je nachdem, kann schon sein, dass da auch Autos öfters mal vorbeikommen. Aber immerhin ein Dach über dem Kopf. Ich habe gerade kurz eine Pause gemacht bei der Burg Fleckenstein. Da gibt es ein schönes Café oder Forsthaus oder wie das heißt. Da gab es leckere selbstgemachte Quiche und ein alkoholfreies Weizen. Das hat ganz gut gepasst. Das ist jetzt kurz nach Mittag. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen verrechnet mit meinen Mahlzeiten, die ich mitgenommen habe. Auch weil ich einen Tag eher losgegangen bin, spontan. Das heißt, es schadet gar nicht, wenn ich jetzt unterwegs noch was esse, wenn ich irgendwo was kriege. Ja, hat aber gut getan, die Pause. Jetzt geht es weiter nach Richtung Obersteinbach. Ist, glaube ich, so um die 3 Stunden entfernt. Und da entscheide ich dann spätestens, ob ich dort bleibe oder ob ich weitergehe. Weil wenn ich irgendwo ein Zelt aufschlagen will, dann muss ich ja auch abseits von den Ortschaften sein. Und muss natürlich auch einen guten Spot finden. Ja, da gucke ich dann einfach mal, was kommt.
hier wäre jetzt auch ein Shelter, wie es aussieht. Ich gucke mal kurz rein. Außen auf jeden Fall mal sauber. Okay, ist ein Tisch drin, Bänke, Split auf dem Boden. Ja, können 2 Leute auf jeden Fall bequem auf dem Boden liegen. Vielleicht sogar 3. Ich habe eben noch so einen kleinen Schlenker gemacht zur Burg Wasigenstein, dass ich heute auch mal eine Burg aus der Nähe gesehen habe. Bin schon an 2, 3 vorbeigegangen, aber hatte jetzt keine Lust da nochmal hochzugehen, weil ich kenne die schon. Ich war da schon auf anderen Wanderungen. Genau, jetzt geht es runter nach Obersteinbach. Es sind, glaube ich, so um die 2 Kilometer. Eigentlich wäre ich schon durch, wenn ich auf die Füße hören würde. Ich brauche halt noch was zum Pennen und die Wege hier, die sind recht schmal und es ist alles steil links und rechts, also nichts wirklich, wo man sein Zelt hinschmeißen kann. Ich habe noch eine kleine Hoffnung, dass ich nach Obersteinbach bei einer Burg pennen kann, also bei einer Burgruine, weil danach kommt dann ein längerer Abschnitt, wo Bivakieren, Zelten komplett verboten ist und das will ich dann auch nicht provozieren, da irgendwie nachts rausgezogen zu werden aus dem Zelt. Genau, mal schauen, wie es dann kommt. Wenn ich jetzt noch Wasser kriegen würde, wäre auch gut. Ich habe zwar noch 1 Liter Backup, so zum Kochen heute Abend und noch was zu trinken, aber dann wird es schon langsam knapp und ich weiß nicht, wo ich dann morgen wieder was kriege. Aber ich habe zumindest gesehen, dass da irgendwo ein Brunnen sein soll. Aber heute Morgen zum Beispiel waren die Brunnen in dem anderen Kaff, wo ich durch bin, waren alle abgedreht, kam kein Wasser raus. Ja, aber zur Not muss man halt irgendjemanden fragen, den man gerade im Garten sieht. Jetzt gehe ich mal weiter runter nach Obersteinbach und dann gucken wir mal, wie die Lage ist. Also falls der Brunnen an der Straße mal kein Wasser hat, gerade 30 Meter weiter auf dem Weg, ist hier noch ein schöner Brunnen, ein schöner Rastplatz im Schatten. So, das Ganze macht mir ein bisschen Sorgen bezüglich Schlafplatz, aber ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit, die ich eigentlich habe, ist diese Burgruine in 2 Kilometern. Hoffe ich mal, dass es da klappt. Entweder, dass ich mich unten irgendwo reinlegen kann oder dass ein kleiner Platz für mein Zelt da ist. Ja, mal schauen, dann wird es langsam spannend. Mache ich am besten auch gleich noch ein kurzes Fazit zum Tag. War eine schöne Wanderung wieder. Der erste Teil hat sich so ein bisschen gezogen. Waren jetzt nicht spektakuläre Wege oder so, waren auch mal breite Wege, viel dabei, aber auch schmale Wege. Aber halt viel im Wald oder mal an Straßen lang. Ließ sich gut laufen. Danach, so die zweite Hälfte war dann deutlich schöner, viel mehr richtige Pfade, Trails. Auch die Burgen, an denen ich vorbeigekommen bin, waren toll. Wasser gab es unterwegs auch genug. Ja, wie gesagt, das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist der Schlafplatz. Aber da wird sich auch was finden. Also, bis dann. Ich gehe gerade einmal drum rum, aber ich hatte mir ein Chateau anders vorgestellt. Sind nur 2 Felsen. Also Plan B, gucken, ob es irgendwo eine flache Fläche gibt halbwegs, wo ich mein Zelt aufbauen kann. Natürlich ist es ja stark exponiert, höchster Punkt. Das heißt, da weht es dann wahrscheinlich auch etwas mehr als weiter unten, aber hilft ja alles nichts. Ich suche mal was. Also das hier wäre eigentlich optimal. Ein richtig kleiner, verwinkelter, komplett geschützter Raum. Also außer oben halt, aber sieht so aus, als wäre das schon mehrfach als Toilette benutzt worden. Deswegen ist das leider nichts. Schade. Aber ich habe da unten da eine halbwegs gerade Stelle gesehen. Das wäre auf jeden Fall mein Backup-Plan, wenn ich jetzt nichts weiter finde. Aber es sieht schlecht aus sonst. So, Aufbau hat funktioniert. Ich habe jetzt gerade mal meine Sachen reingeräumt. Ja, habe jetzt noch nichts ausgepackt großartig, also nur den Rucksack leer gemacht mit den Packsäcken. In einer 1,5 Stunde ungefähr wird es dann dunkel.
Ja, bis dahin habe ich dann auch gegessen. Ja, mal gucken, wie die Nacht wird. Ich bin froh, dass ich den Spot gekriegt habe hier. Auf der anderen Seite rechts ist dieser Felsen und da unten ist dann quasi Tal und dann sind die anderen Hügel weiter hinten. Dann mache ich mir mal gleich was zu essen. Ja, bei mir gibt es heute Spicy Nudel aus der Tüte. Und da das aber bloß 350 Kalorien sind, haue ich mir noch so eine Quinoa-Packung mit dazu. So, ich habe gegessen, habe mich ein bisschen eingerichtet, habe mich jetzt auch schon eingemummelt. Ja, war ein toller Tag. Waren jetzt um die 26 Kilometer. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Abstecher gemacht zu diesem Felsen hier. Bin echt glücklich und dankbar, dass ich hier einen schönen Platz gefunden habe, weil ich hätte jetzt nicht nochmal irgendwie ein paar Kilometer weitergehen wollen. Hat sich echt alles gut gefügt. Ja, jetzt mal schauen, wie die Nacht wird. Es hat jetzt gerade so ein bisschen getröpfelt. Windig kann es halt werden hier oben, weil es ziemlich exponiert ist. Aber mal schauen, es kommt, wie es kommt. Aber ich fühle mich ja ganz gut im Zelt. Also dann eine gute Nacht und bis morgen.